Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dickwinox Producer Masterclass. Ich weiß, ihr könnt es nicht glauben, ich kann es auch nicht glauben. Einige von euch warten bereits seit 7 Jahren auf dieses Video. Ich kann nichts anderes sagen, außer sorry, tut mir leid. Ich weiß, vor 7 Jahren, als ich das Grundlagentutorial aufgenommen habe, das war ein absoluter Pain für mich. Ich glaube, ich habe das Video damals 3-mal hintereinander aufgenommen, bis das wirklich vernünftig geklappt hat. Ich hatte immer mal versprochen, dass ich dann weitermache mit weiteren Tutorials. Es ist aber irgendwie nicht dazu gekommen. Da kam eins zum anderen. Ich weiß, Typhon hatte zwischendurch mal ein Tutorial gegeben. Das haben wir dann auch auf der Dickwinox YouTube-Seite hochgeladen. Aber ich bin irgendwann nicht mehr dazu gekommen. Ja, mittlerweile sind 7 Jahre vergangen. Wir haben Corona überwunden. Ich habe ein Album produziert. Dieses Jahr geht Dickwinox schon in die 10 Jahre. Ich habe jetzt im Februar mein 20-jähriges Jubiläum. Meine Güte, wo geht die Zeit nur hin? Ich bin mittlerweile 2-mal umgezogen, habe ein neues Studio, bin ein bisschen ergraut, aber das ist nun mal der Zahn der Zeit. Okay, aber da sind wir wieder. Es geht tatsächlich weiter und zwar habe ich vor, heute mit euch kostenlos einen fortgeschrittenen Tutorial zu machen. Und ich habe mir lange überlegt, welchen Song ich dafür verwende und habe dann einfach gedacht, ich nehme meinen bisher absolut erfolgreichsten Hardcore-Track, den ich jemals produziert habe. Ich zeige euch das Cubase-Projekt und zeige euch im Detail alles, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, warum ich es gemacht habe. Und werde auf jeden Fall auch sehr fortgeschrittene Tipps und Tricks erklären, wie ihr da draußen eure Hardcore-Produktionen oder vielleicht sogar Hardstyle, Harder-Styles generell Produktionen verbessern könnt. So, um welchen Track handelt es sich denn? Und zwar um keinen geringeren als Bring It Hardcore. Wenn man mal bei Spotify reinschaut, der Track ist jetzt auch mittlerweile nicht brandneu, sondern ist schon im Jahr 2023 released worden und hat mittlerweile bei Spotify 3 Millionen Streams. 3,2 Millionen Streams. Wir gehen jetzt auf die 3,3 Millionen Streams zu. Und das ist wirklich von mir der mit Abstand erfolgreichste Track, den ich jemals veröffentlicht habe tatsächlich. Hier direkt davor, The Many-Faced God ist auch sehr erfolgreich tatsächlich. Mit 1,8 Millionen Streams. Und ich weiß noch, auf Harmony of Hardcore 2023 wurden tatsächlich diese beiden Tracks in der Endshow gespielt. Und das ist natürlich schon ein absoluter Ritterschlag, was natürlich dann auch nochmal untermauert, wie gut diese beiden Tracks bei der breiten Masse angekommen sind. Aber die Frage ist, die man sich stellen muss als Produzent, warum ist das so? Und warum sind die Tracks, die ich danach produziert habe, nicht auch so gut angekommen oder sogar noch besser? Da steckt man im Detail nie so richtig drin tatsächlich. Ich weiß jetzt hier, der When Souls Conspire ist ein ziemlich neuer Track, die Collab mit Retribute zusammen. Die läuft auch ziemlich gut. Der Dickwinox 200 Track, der läuft auch ziemlich gut. Aber ansonsten nur ähnlich vergleichbar wie Bring It Hardcore oder The Many-Faced God laufen tatsächlich Endemic mit 1,9 Millionen Streams oder von dem Order in Chaos Album von 2021 Kick Creator ist so der erfolgreichste Track von dem Album, gefolgt von Order in Chaos und Seelenfresser. Davor die Songs, die ich rausgebracht habe, Makes That Body Rock mit Nick Novity, a.k.a. Retribute übrigens. Das war eigentlich so der allererste Track von mir, der mal so richtig durch die Decke gegangen ist, auch bei Social Media tatsächlich. Hat jetzt auch 2,2 Millionen Streams, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Und hier, ich sehe gerade Symphony of Lockdown, auch einer der erfolgreichsten Tracks, die ich rausgebracht habe. Und darunter, ja, da wird es schon weniger. Hier ist Taste of Tears von 2018, wo ich das erste Grundlagentutorial mitgemacht habe. Und ja, mittlerweile sind wir einfach
8 Jahre weiter, was die Releases angeht. Ich habe natürlich ganz viele neue Sachen gelernt, wesentlich mehr Erfahrung gesammelt, ja, und kann euch dementsprechend noch mehr vermitteln. Und ich möchte euch in diesem Tutorial, falls ich es denn dann schaffe, so schnell wie möglich tatsächlich alles vermitteln, was ich weiß. Wenn wir jetzt mal uns Bring It Hardcore anschauen, ist natürlich die Frage, warum war der Track so erfolgreich? Da gibt es halt im Prinzip keine richtige Hit-Rezeptur. Man weiß natürlich, während man einen Song produziert, ja, der wird ganz cool oder naja, der wird so ein bisschen vielleicht B-Seitenmäßig. Jede Produktion ist anders, die geschieht immer in einer anderen Lebensphase. Und ich bin auch nicht jemand, der permanent alte Tracks auf Wiedervorlage nimmt und das Arrangement quasi anpasst, sondern ich arbeite sehr gerne wieder von Null an neuen Projekten und versuche meinen Sound ein bisschen zu verbessern und anzupassen. Ich habe natürlich meine eigenen Samples, die immer wieder wiederkehren, ein bisschen zurückkehren, die den Deceptor-Sound eben ausmachen. Und ja, das ist das, wo ich dann auch so mehr oder weniger meinen Signature-Style mitmache. Auf jeden Fall, was macht diesen Track jetzt hier so besonders? Ich denke mal auf jeden Fall die Melodie. Die ist mir besonders gelungen, die ist sehr catchy. Der ganze Track ist in Triolen. Das heißt, Triolen ist auch immer so ein bisschen, steht das für Millennium Sound und der war gerade im Jahr 2023, wo der Abtempo-Trend richtig reingekickt hat, war das schon so ein bisschen was, wo ich gemerkt habe, dass Leute den Sound ziemlich vermisst haben. Er hat einen catchigen Vocal drin und er ist eigentlich relativ lang. Hier mit 4 Minuten 40 würde man eigentlich denken, gerade in der heutigen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne von den meisten von uns durch Social Media nicht mehr allzu groß ist und Tracks eher Richtung 2 Minuten 30, höchstens 3 Minuten gehen, passt das doch eigentlich gar nicht da rein. Aber ja, der alteingesessene Hardcore-Hörer hat ihn wohl sehr gewürdigt und fand ihn sehr cool. Und ich würde sagen, wir verlassen Spotify auch jetzt und gehen sofort in das Cubase-Projekt rein und hören uns einmal den Song komplett am Stück durch. Und dann gucken wir uns die einzelnen Spuren an in dem Track und ich zeige euch, was ich so gemacht habe und warum ich es gemacht habe. Viel Spaß mit Bring It Hardcore, live aus Cubase. Get to move hardcore. Bring it to my room. Bring it to my hardcore. What up, what up, what up? You wanna be hardcore? Still banging. Hardcore. Bring it to my hardcore. Hardcore was real, but we got more to hurt 'em. Hardcore. That's how you
we got more to hurry. Hardcore. What up? You wanna be hardcore? Bring it to my room. Bring it to my hardcore. Bring it to my room. That's how you bring it. Bring it to my room. Bring it to my hardcore. Bring it to my room. Give it to 'em fast. Bring it back. Hardcore raps to the atmosphere. Yes, das war der Extended Mix zu Bring It Hardcore. Ich habe, am Anfang wegen den Ladehemmungen, ich habe das Projekt hier als Backup gespeichert auf einer externen Festplatte. Und darum musste anfangs die Festplatte mal kurz laden und ein bisschen puffern, damit der Track hier vernünftig abläuft. Aber ansonsten hat es ja bis zum Ende hin vernünftig geklappt. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal von oben bis unten durch. Was haben wir hier? Rot sind bei mir Kicks. Wir starten ganz am Anfang mit dem Kick-Ordner. Mit mit einer kurzen Kick. Das ist im Prinzip nichts anderes hier als einfach nur eine kleine Attack mit einem Reverb dran, der so ein bisschen diesen Triolen-Rhythmus gibt. Aber nur ganz dezent. Kein Bass tatsächlich. Also wirklich komplett untenrum die Bässe rausgefiltert. Ich gucke gerade mal, wo ich hier den Low-Cut gemacht habe. Ich habe das Projekt gerade eben zum ersten Mal auch wieder gesehen. Okay, hier ist es nicht. Ich glaube, hier die Attack selber hat schon hier den Low-Cut drin. Genau, also einfach richtig krass. Pro-Q und Brickwall, alles über 406 Hertz abgecuttet und absolut kastriert. Weil für die Intro-Kick ist nicht unbedingt Bass wichtig. Könnte man theoretisch auf jeden Fall auch reinmachen. Können wir mal kurz testen, wie es sich mit Bass anhört. Ja, hätte man auf jeden Fall so lassen können. Aber ich glaube, ich habe den Low-Cut gesetzt, weil später das auch noch ein Layer ist tatsächlich von der Main-Kick. Und ich den hier bei der Hauptkick nutze. Und da soll natürlich von der Attack der Sub nicht den Punch beeinflussen. Ja. Das ist ja hier meine erste Main-Kick. Aber genau, jetzt, wo ich das ja gerade so sehe und höre, die Main-Kick, beziehungsweise diese Attack hier, ist nichts anderes als nur ein kleines Anfangsstück. Ich nehme mal an, es ist auch triolisch geschnitten. Jawohl, 1/3. Triolisch heißt halt, dass das Raster gedrittelt ist und nicht so wie hier zum Beispiel in 4 Teile geschnitten. In meinem Grundlagentutorial habe ich den Unterschied erklärt zwischen triolisch. Hier gehe ich davon aus, ihr habt euch das schon reingezogen und wisst darüber Bescheid. Was jetzt hier aber Interessante ist,
ist das Echo, was ich drauf gesetzt habe, was diesen Triplet-Sound macht. Und zwar ist das hier über einen Cent-Effekt. Ich mache es mal aus, ihr könnt das hören ohne Echo. Ich mache mal gerade den Loop an. Und hier dieses Triplet Echo gibt diesen Drive und gibt quasi diese ganz kleine Hallfahne in diesem Sound. Hört ihr, wenn ihr mit diesem Triplet Echo geht es, hat halt von alleine schon einen richtigen Drive und Groove. Und wenn das Echo aus ist, dann ist es einfach nur straight. Straight und trocken und hat keinen Drive. Und hiermit habe ich schon direkt den Rhythmus vorgegeben quasi von dem kompletten Projekt. Wie habe ich das gemacht? Das Ganze funktioniert über einen Send-Effekt. Ich habe immer, da gehe ich noch gleich drauf ein, mehrere Effektkanäle auf meinen Sounds, die ich benutze. Einmal einen allgemeinen Reverb, also quasi eine Hallfahne, die ich benutze. Dann ein Reverb SC, steht für Sidechain. Das heißt ein Reverb, der gesidechained ist, der quasi unterdrückt wird für eine gewisse Zeit und erst später dann sich entfaltet. Erkläre ich aber gleich noch im Detail. Ein Delay, ein ganz simples Echo, was ich nutze als Standard-Delay. Gehe ich gleich auch noch drauf ein. Ein Cent-Effekt ist bei mir Mono-Boost, ist vor allem wichtig für Leads, erkläre ich später nochmal. Und hier unten seht ihr das Triplet Echo. Was ist das? Das ist mein Lieblings-Reverb-Plugin tatsächlich. Früher habe ich viel mit Lexicon Hall gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich sehr gerne mit Valhalla Room. Das ist für mich der sauberste und cleanste Reverb, den es gibt. Ich hatte so mit anderen Reverb-Plugins so ein bisschen das Gefühl, dass die immer so ein bisschen blechern geklungen haben. Das habe ich absolut nicht gemocht. Und der hier, der klingt für mich richtig schön warm. Was macht dieses Triplet Echo jetzt aus? Ist erstmal der Pre-Delay, der einsetzt nach 203 Millisekunden. Das bedeutet, sobald die Kick-Attack einschlägt, geht der Effekt nicht sofort los und verbreitet sich. Müsst ihr euch immer vorstellen, hier ist einfach der trockene Sound und danach kommt eigentlich sofort die Hallfahne da dran. Und das Pre-Delay macht nichts anderes, als diese Hallfahne sofort schon zu verschieben, um eben diese 200 Millisekunden und lässt dann quasi die Entstehung des Reverbs erst später kommen. Das heißt, der Sound kommt und das Echo bzw. der Reverb entsteht erst später. Der entsteht nicht sofort mit dem Sound, sondern erst um eine kurze Zeit dahinter. Und dadurch habe ich dieses Rhythmus-Ding. Jetzt die Frage, warum der Kompressor noch dazu? Also warum läuft das nur über einen Sidechain-Kompressor? Erstmal habe ich hier auf der Effektkette auch noch die Tiefen rausgecuttet, weil ich will absolut vermeiden, dass in dem Echo noch irgendwelche Bässe mit drin sind, die nachher dazu führen, dass der Sub meiner Main-Kick davon beeinflusst ist. Und hier habe ich noch darunter einen Kompressor, der ein Sidechain gibt. Warum habe ich das Ganze? Wenn die Kick-Attack läuft und dieser Kompressor wäre nicht drin, dann würde diese Hallfahne bei der nächsten Kick, die kommt, hier ist Kick 1, hier ist Kick 2 und das spielt er dann so durch, die Hallfahne würde sich quasi auf die Attack legen und die Attack würde wieder eine Hallfahne machen, die würde sich wieder auf die nächsten Attacks legen und so weiter und so fort. Und der Sidechain-Kompressor sorgt jetzt dafür, dass immer, wenn das Signal der Attack kommt, setzt der Reverb aus. Also das heißt, der wird dann unterdrückt und der ist weg, damit ich dann meinen Attack-Sound absolut clean habe. Ich will nicht, dass der beeinflusst ist durch ein fremdes Signal, wie jetzt hier von diesem Send-Effekt, sondern ich will, dass die Attack immer clean zu hören ist, dass danach der Reverb separat zu hören ist, aber sobald die nächste Attack einsetzt, wird der Reverb oder dieser Send-Effekt wird wieder runtergedrückt und ist nicht mehr hörbar. Ich gucke mal, ob ich es gerade auf die Schnelle hinkriege. Müsste ich ja eigentlich. Dass ich das mal hier kurz demonstriere.
Genau, hier das ist halt der Send-Effekt, das Triplet Echo, was ihr gerade gesehen habt, quasi nur der Valhalla Room. Und hier unten können wir die Intensität des Kompressors einstellen, also quasi des Sidechains, wie stark der Signal unterdrückt. Ich gehe davon aus, wenn ich den jetzt mal auf Bypass schalte, hört man jetzt den Reverb kommen, aber der duckt sich jetzt nicht vor den nächsten Attacks. Ist nicht ganz so leicht rauszuhören. Ich mache das Ding jetzt nochmal an. Ja doch, also man hört auf jeden Fall deutlich, dass sobald hier dieses neue Signal wieder anfängt, sich das Echo sofort runterdrückt und nicht mit dem nachfolgenden Sound überlappt. Ja, so hört man es sehr deutlich. Also es wird vor allem viel lauter, es überlappt sich und die eigentliche Attack, die kommende Attack wird halt matschig gemacht von diesem Reverb. Darum halt dieser Sidechain-Kompressor, dass das Reverb-Signal immer weggecuttet wird, sobald die nächste Kick oder die nächste Attack hier einschlägt. Wo wir jetzt einmal beim Thema Send-Effekte sind, zeige ich euch alle Send-Effekte, die ich nutze und wie ich sie nutze von vornherein. Dann ist das schon mal ein für alle Mal geklärt. Ihr seht, wir starten sofort mit richtig fortgeschrittenen Dingen. Ich werde jetzt nicht im Detail erklären, was Reverb ist, was Sidechain ist, was ein EQ ist, was ein Low-Cut ist. Ich gehe davon aus, dass ihr die Sachen schon wisst, weil das halt Basics sind. Aber ich will jetzt ziemlich schnell fortschreiten, wirklich mit fortgeschrittenen Sachen, dass Producer, die quasi schon Basics haben, hier wirklich Profi-Tipps direkt an die Hand bekommen, damit sie wissen, wie sie ihren Sound verbessern können. Okay, das war also hier der Send-Effekt Triplet Echo, der auf meinen Kick-Attacks liegt. Oder vielleicht auch auf anderen Sounds, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, damit die nicht einfach nur straight immer auf der 1 schlagen, sondern schon diesen Triplet-Drive haben. Manchmal sage ich Triplets, das ist das englische Wort, auf Deutsch ist es Triolen, manchmal sage ich Triolen, das ist auf jeden Fall das Gleiche. So, was habe ich hier noch? Einen ganz normalen Reverb, also wirklich Standard. Einfach hier Valhalla Room, wie gesagt, mein Lieblings-Plugin. Ich habe hier Valhalla Hardcore Reverb, mir mein eigenes Preset gespeichert, weil das für mich, finde ich, standardmäßig die schönsten Reverb-Einstellungen sind. Ja, wie ihr hier seht, habe ich mal irgendwann mich hier mit allen Einstellungen zusammengefrickelt und den Reverb fand ich mit diesen Einstellungen am schönsten. Solltet ihr auch den Valhalla haben, könnt ihr euch einfach mal die Einstellungen so kopieren und gucken, ob ihr das auch cool findet. Direkt darunter auch wieder einen Pro-Q und alle tiefen Frequenzen unter 200 Hertz abgeschnitten, weil wir wollen im Reverb absolut keinen Bass haben. Wir wollen nicht, dass irgendetwas tiefe Frequenzen mit reinbringt, die unsere Kicks irgendwann im Track matschig machen. Wie gesagt, Reverb auch als Send-Effekt. Also alles, was ihr hier seht, sind Effektkanäle. Was ein Effektkanal ist, werde ich jetzt auch noch nicht im Detail besprechen. Ist im Prinzip einfach gesagt, das ist ein Send-Effekt, ist ein Extrakanal, der quasi ein Signal dupliziert und dass man dann unter einen Sound mischen kann und separat die Lautstärke einstellen kann, ohne dass das Originalsignal davon betroffen ist. Das heißt, das Originalsignal bleibt trocken und darunter kann man dann separat sein nasses, sein Wet Signal, sein Reverb drunter mischen. Ein Reverb ist halt ein absoluter Standard neben Delay, den man zum Beispiel auf Leads verwendet, auf Vocals, auf Synths, auf fast allen Sachen. Wo haben wir hier einen Reverb drin? Hier nicht. Hier ist auch keiner, auf den Leads auf jeden Fall. Ja, hier habe ich sogar dann mehrere Send-Effekte drauf. Komm, dann gehen wir direkt mal zu den Leads und ich erkläre meine Effektkette, die ich hier habe an Send-Effekten, weil auf meinen Leads sind quasi alle Send-Effekte drauf, die ich nutze. Wir nehmen jetzt mal nicht hier die ganzen Layer zusammen, sondern nehmen mal einfach nur einen Lead-Layer. Ja, ganz dünner Saw-Lead und machen jetzt mal hier
die Send-Effekte alle aus und hören uns das Ding trocken an. Und ich erkläre Schritt für Schritt, welcher Send-Effekt hier drauf ist und welchen ich wie nutze. So klingt es ohne Send-Effekte. Ihr hört, der Sound ist ganz trocken und wird von keinem anderen Signal beeinflusst. Und hier kommt auch schon mein erster Send-Effekt ins Spiel, das ist der Reverb. Den habe ich jetzt mit minus 12 dB, denke ich mal, sind es, Send-Gain drunter gemischt und dann hört sich der ganze Spaß so an. Und ihr hört auch noch, wenn der Sound aufhört zu spielen, hört er quasi die Hallfahne, die hinten dran hängt. Das ist ein ganz, ganz einfaches Tool und ein ganz klassisches Tool, was man benutzt, um seine Leads breiter zu machen und um denen so ein bisschen räumliches Gefühl zu geben, damit die schön fett klingen und quasi schon so ein bisschen wie in einer großen Halle abgespielt. Das gibt einfach dann nochmal eine warme Basis unter dem Sound. Hier nochmal ohne. Ganz trocken und hier jetzt nochmal mit Reverb. So, der nächste Send-Effekt ist ein ganz einfacher Ping-Pong-Delay. Bei Delay ist im Prinzip relativ unwichtig, wie er ist. Nicht zu 100% unwichtig, um Gottes Willen, aber ich will einfach nur ein ganz simples Standardding haben, in dem hier nutze ich vom Cubase internen Plugin den Ping-Pong-Delay, der einfach auf jedem Schlag rechts und links ein Echo auf das Signal draufhaut. Hier hört das jetzt auch wieder schön, wenn der Sound abklingt. Rechts und links gibt das Ganze dann quasi ein kleines Echo auf dem Sound. Und das führt halt auch dazu, dass erstmal, wenn der Sound abbricht, nicht sofort Stille da ist, sondern das Ganze noch so ein bisschen schön nachhallt, aber auch während das Ganze läuft, geben so diese ganzen kleinen Details dem Sound und der Liedmelodie nochmal ein bisschen Breite. Wir hören jetzt mal den Delay und den Reverb zusammen. Und jetzt nochmal ohne. Was Reverb und Delay halt auch machen, ist, der Sound, der rückt so ein bisschen in den Hintergrund, aber das ist auch okay, weil komplett im Vordergrund sind quasi andere Sounds, die Gas geben, wie Kicks, wie Drums. Und die Leads, die sollen sich so ein bisschen mehr, sag ich mal, oberhalb von diesen Sounds legen und vor allem im Stereofeld sehr breit. Das heißt, wo wir hier in dem Mono-Bereich haben wir quasi die Kicks und Percussions und die Vocals und darüber rechts und links bei den hohen Frequenzen so um die 8 Kilohertz scharen sich dann die Lead-Sounds, die Hauptmelodien und die gilt es dann möglichst breit zu kriegen. Und dann vor allem aber gilt es auch dafür zu sorgen, dass die vordergründig zu hören sind. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass man die in den Hintergrund drücken soll, sondern es sind natürlich auch, wie der Name schon sagt, Lead-Sounds, Führungssounds, also Sounds, die absolut prägnant im Song und im Mixing zu hören sind. Dann mein nächster Send-Effekt ist der sogenannte Mono-Boost. Das ist wahrscheinlich etwas, das haben einige von euch noch nie gesehen, noch nie gemacht, noch nicht genutzt. Was ist das? Das heißt, über einen Effektkanal habe ich geschaltet ganz einfach einen Stereo-Enhancer bzw. einen Stereo-Imager, ist auch das Steinberg eigene Plugin. Und das macht nichts anderes, als das Ausgangssignal eben nicht breiter, fetter im Stereo, sondern Mono. Das heißt, ganz einfach, krass, mittig. Und dieses Signal mische ich dem Stereosignal drunter. Wo sind meine Leads? Hier. Das bedeutet, erstmal, was ist der Grund, warum ich das mache? Heutzutage wird Musik vervielfacht
auf dem Handy gehört, auf Tablets gehört, auf Laptops gehört oder eben auf Bluetooth-Boxen. Und es ist wichtig für moderne Produktionen, dass deine Songs sehr stark monokompatibel sind. Wie ich es gerade gesagt habe, Leads grundsätzlich sind eigentlich nicht mono, sondern die liegen auf der Stereobreite, im Stereofeld so weit außen, wie es eigentlich nur geht, rechts und links, damit sie quasi Kicks und andere Sounds, die mono sind, umgeben. Aber damit mein Lied auch gut zu hören ist, auf, wie gesagt, Smartphones und auf Bluetooth-Boxen, mische ich über einen Send-Effekt den Lead Mono ein ganz klein bisschen drunter. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier direkt hören kann, den Unterschied. Man hört es auf jeden Fall auf dem Handy viel deutlicher. Hier, glaube ich, hört man jetzt einfach nur, wenn ich den Mono Boost gleich mal anschalte, dass der Lead so ein bisschen lauter wird. Ja, ich höre es jetzt hier bei mir im Studio nur ganz minimal. Ich habe aber meine Monitorboxen auch ziemlich leise gerade, damit die Musik hier nicht ins Mikrofon schallt. Und ich bin froh, dass ich nicht mit Kopfhörer hier sitzen muss. Vielleicht jetzt 1,5 bis 2 Stunden. Auf jeden Fall Mono Boost als Send-Effekt. Nochmal, was macht es? Wir haben einen Lead-Sound, der ist absolut auf den Stereobreiten fett. Von diesem Lead-Sound klauen wir uns das Signal, führen das separat in einen Stereo-Enhancer. Wie gesagt, der Stereo-Enhancer macht das Gegenteil von Stereo-Enhancen. Im Gegenteil, der macht das Signal von so auf, also von Stereobreite auf Mono. Und das mischen wir jetzt ganz leicht mit den minus 22 dB Send Gain unter oder in dieses breite Lead-Stereo-Signal rein. Ja, das ist auf jeden Fall einer von den kleinen Profi-Tricks, die ich hier so anwende. Und das nächste, was ich hier habe in meiner Effektkette, ist ein Reverb Sidechain. Der macht im Prinzip genau das gleiche wie das Triplet Echo mit dem Sidechain. Ich schalte jetzt mal nur den Reverb hier drauf. Hier ist es nämlich so, dass das Reverb-Signal die ganze Zeit, während der Synthi läuft, ist eigentlich unterdrückt. Das heißt, es ist nicht wirklich zu hören. Aber sobald das Signal aufhört, schiebt der Sidechain den Reverb nach. Das nutzt man vor allem ganz viel auf Screeches, also auf Sounds, die quasi nicht die ganze Zeit laufen, sondern nur immer in separaten Noten gespielt werden. Ich kann mal gerade in meine Screeches gehen. Ich bin sicher, dass ich es da benutzt habe. Hier sind meine Screeches. Ja. Ja, kommen wir jetzt ganz schnell von den Leads zu den Screeches, aber wie gesagt, wir sind offiziell ja noch bei den Send-Effekten. Hier ist nämlich auch dieser Reverb-Sidechain drauf und auch nochmal der Mono-Boost. Tatsächlich kein Reverb grundsätzlich, weil die Screeches, die will ich mehr gerne richtig durch die Mitten ballern haben. Und der Reverb Sidechain sorgt dafür, dass wenn die Noten aufhören, quasi hier in diesem Bereich, wo Freiraum ist, da kommt dann auf einmal diese Hallfahne rein. Hört ihr es? Und dann fadet quasi dieser Reverb-Effekt da rein. Und er ist im Prinzip genauso gestaltet wie das Triplet Echo. Hier Triplet Echo war Valhalla EQ-Kompressor für den Sidechain. Und hier ist es auch Valhalla mit meinem Lieblings-Hardcore-Reverb plus Kompressor. Hier ganz wichtig, wenn ihr auch Cubase nutzt, dass ihr hier oben diese kleine Schaltfläche anhabt für Sidechaining. Dann erscheint das auch erst in euren Send-Effekten unten drin und ihr könnt das Signal quasi untermischen und hier auch nochmal
der EQ, damit der Reverb zu 100% Bass bzw. frei ist von tiefen Frequenzen. Ja, hör mal, da haben wir doch jetzt schon mal innerhalb von den ersten 35 Minuten das komplette Thema Send-Effekte eigentlich abgehakt. Also, was nutze ich? Ganz wichtig, was solltet ihr in jedem Track nutzen? Auf jeden Fall Reverb, einen fetten Hall für eure Sounds, Delay, irgendeinen Delay, den ihr cool findet, der so ein bisschen Echo gibt, Sidechain Reverb, wenn ihr möchtet, und Mono Boost ist mein absoluter Geheimtipp, wenn ihr wollt, dass eure Produktionen monokompatibel sind, beziehungsweise super breite Stereo-Sounds auf Monogeräten besser zu hören sind. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei den Kicks und gucken uns mal an, was hier weiter passiert. Ja, also hier im zweiten Abschnitt des Intros, Intro ist im Prinzip jetzt nicht so mega wichtig, kommt ein extra Layer dazu, der jetzt hier auch Subfrequenzen hat, also der Bass hat. Das, was hier in dem Layer noch fehlte. Keine tiefen Frequenzen, die bringt dann jetzt hier dieser neue Layer mit. Und hier geht es einfach nur darum, jetzt bei dem allerersten kleinen Build-up im Track ab der Hälfte einen draufzusetzen und das halt wortwörtlich einen Layer im Sound nachzusetzen, der halt dann auch tiefe Frequenzen mit sich bringt. Und was ihr hier im EQ schon seht, was ich auf der Attack drauf habe, das habe ich generell bei all meinen Kicks, damit sie im Mix besser zu hören sind, dass ich die Resonanzfrequenzen der Tonart des jeweiligen Sounds nochmal booste, aber wir befinden uns hier tatsächlich nicht auf der regulären Stereo-Schiene des Pro-Cues, sondern beziehen uns wirklich nur auf die Mitten, also wirklich nur auf das Monosignal, dass im Monosignal nochmal die Attack, die Resonanzfrequenz von dem Sound geboostet wird, damit das noch besser im Mix nachher zur Entfaltung kommt. Ihr seht schon, je nachdem, was ich hier erkläre, hier vermischen sich immer so ein paar Themen. Grundsätzlich vollziehe ich in separaten Schritten bei meinen Produktionen kein Mixing mehr, also kein Mixdown und auch kein Mastering, sondern ich mache das sofort in meinem Projekt. Ich habe auf jedem Projekt, was ich neu anfange, habe ich auf dem Stereo Out, auf der Mastersumme, direkt schon meine Mastering Chain. Hier könnt ihr schon mal von außen sehen, wie die aussieht. Ein Pro-Q, mit dem ich dann, das ist jetzt hier der Stereo Out, also wirklich die Mastersumme, wo ich nochmal gewisse Frequenzen betone, das Stereosignal komplett abschneide von allen tiefen Frequenzen und hier nochmal im Stereosignal die Höhen um die 10.000 Hertz ein bisschen betone. Darauf folgt dann hier ein Isotope Maximizer, 3x Pro L von FabFilter. Mittlerweile habe ich die Mastering Chain noch ein bisschen angepasst. Ich habe noch einen Oxford Inflator tatsächlich mittlerweile rein eingebaut. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ich produziere direkt in meinen Master hinein. Das heißt, alles, was ich mache, bis auf vielleicht so ein bisschen Feintuning noch am Ende hier im EQ, ich weiß, bei allem, was ich mache, so hört sich nachher das fertige Produkt an, wenn der Track fertig ist und wenn er exportiert wird. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade eben erst noch gegessen. Und Mixing passiert auch direkt beim Produzieren. Also wenn ich im Bereich des Sounddesigns bin, das heißt, wenn ich meine Kicks mache, meine Leads, meine Screeches, whatever, dann werden die jeweiligen Spuren direkt so bearbeitet, dass wie sie quasi nachher final im Track zu hören sein sollen. Das heißt, die werden sofort sauber komprimiert, sie werden sofort sauber in Gruppen gepackt, sie werden von den Frequenzbereichen direkt sauber getrennt, dass sich da nichts im Weg ist. Das mache ich direkt alles in einem Abwasch und in einem Produktionsschritt.
dass ich da am Ende vielleicht nur noch Nuancen anpassen muss, aber jetzt nicht nochmal dann separat mir meine eigenen Leads, meine Kicks, meine Drums, Vocals, Effekte etc. alle exportiere bzw. bounce, das dann nochmal separat in ein Mixdown-Projekt gebe und dann da anfange, jetzt nochmal Frequenzen sauber zu trennen, meine Spuren und meine Gruppenspuren zu komprimieren. Das mache ich alles sofort hier in meinen Produktionsschritten drin. Also ihr seht es hier schon in dem Ordner Main Kicks. Da sind quasi alle Layer drin, die ich benutze für meine Main Kicks. Und alles, was in diesem Ordner drin ist, geht in eine Gruppe, die heißt Main Kick 01. Und hier wird alles, was da reinkommt, das heißt alle Layer von meiner Kick, alle Attacks, Punches, Tails oder halt auch der Main-Teil der Kick, Verzeihung, der geht direkt in einen Kompressor. Da nutze ich hier den Teletronics von Universal Audio, von denen ich auch mein Interface habe. Danach geht es in einen Equalizer, nochmal für den Feinschliff der Kick. Was will ich nochmal hier Mono betonen? Hier noch die Höhen und auch wieder eine Resonanzfrequenz. Welche Frequenzen will ich vielleicht rausschneiden? Wie jetzt hier auf der ganzen Stereobreite habe ich hier die Frequenzen um die 2600 Hertz ein bisschen rausgenommen, weil die mir offensichtlich in der Main Kick ein bisschen zu prägnant waren. Und ganz am Ende geht es dann in einen Limiter, der dann dieses ganze Kick-Signal, diese ganze Kick-Summe wirklich in den Peaks abschneidet und mir direkt meine Kicks so zusammenpresst, damit sie nachher im Mix und im Mastering richtig laut klingen. Mittlerweile habe ich ein bisschen eine andere Kick-Summen-Effekt-Chain, auch mit einem Oxford Inflator drin. Den hatte ich irgendwie in vorherigen Produktionen nie so wirklich auf dem Schirm, aber das Ding bringt echt noch ein bisschen mehr Power und mehr Boost und mehr Fatness in jeden einzelnen Sound rein. Genau, so viel zum Mischen. Ich denke mal, das, was jetzt alle unbedingt wissen wollen, ist, wie sind hier die Kicks gebaut in dem Track? Weiß ich auswendig selber nicht. Gucken jetzt einfach mal spontan rein. Ah, okay. Ich sehe schon, ich habe tatsächlich, mich schon gerade selber belogen. Es sind nicht alle Sounds offensichtlich in dem Projekt hier in meiner Gruppe Main Kick 1 drin. Ah, okay, das ist jetzt hier einer meiner Pre-Drops tatsächlich. Da habe ich hier aus dem OPS Sample Pack einfach, ich glaube, das ist eine Raw oder eine Hardstyle-Kick genommen. Die war bestimmt in F oder in G. Das ganze Projekt hier ist in A und ich habe wahrscheinlich die Tonhöhe erhöht und dann wollte gerade sagen, das separat hier mit meinen Attacks vermischt, aber die sind alle gemutet. Ja, auf jeden Fall dieser Sample, der läuft hier separat. Genau, wie das ist, eine Kick, die ich gelayert habe. Besteht aus auch wieder einer Attack. Hier hört ihr auch schon wieder direkt raus, dieses Triplet Echo, ja, für den besonderen Triolen-Drive. Hier ist der Tail-Part der Kick. Wie ich sehe, es ist hier in meiner Kick-Rack-Spur. Die ist immer da, wenn ich vorher eine Gruppe gemacht habe und dann nehme ich das Ganze separat auf, um dann mein Sample nochmal separat zu bearbeiten. Ihr seht schon direkt, das macht es auf jeden Fall auch ein bisschen komplizierter dann nachher im Arrangement, wenn ich jetzt hier quasi Tricks drin habe, dass ich hier dann auch immer separat die einzelnen Layer nochmal anpasse, anstatt das Ganze nochmal abzusamplen, dass ich nachher wirklich ein fertiges Kick-Sample habe und dann damit einfach ganz einfach arrangieren kann. Mache ich tatsächlich relativ selten, weil ich sehr oft in meinen Projekten noch ziemlich am Ende oder wenn meine Projekte sehr fortgeschritten
mal liegen lasse, ein paar Tage oder teilweise auch eine Woche liegen lasse. Und wenn ich dann wieder reingehe, dann fallen mir noch andere Sachen auf, die ich bearbeiten möchte. Und solange dann hier noch die einzelnen Layer separat sind, kann ich dann separat in diese Layer nochmal eingreifen und mit einem Equalizer zum Beispiel noch gewisse Sachen bearbeiten. Wenn ich das einmal als ein Sample, jetzt sage ich mal, schon gebounced habe, dann habe ich die einzelnen Layer nicht mehr einzeln und kann die nicht mehr einzeln bearbeiten. Darum mache ich es mir dann oft erstmal einen Ticken komplizierter und behalte mir die separaten Layer bei. So, das hier ist jetzt mal die allererste richtige Main-Kick. Was ist das hier? Wie sieht das Ding aus? Machen wir hier mal kurz einen Loop. Also wir haben hier eine Attack. Das ist tatsächlich ein Sample von mir selbst. Was ich immer mache, damit ich halt auch meinem eigenen Sound treu bleibe, ist, immer wenn ich einen Track fertiggestellt habe, sample ich mir alle Kicks daraus und für neue Musikprojekte lade ich die wieder ein und recycle die. Dann nehme ich zum Beispiel mal aus einer alten Kick nur die Tail, nur die Attack, nur den Punch, nur irgendein kleines Stückchen als Drive. So kann ich immer sicherstellen, dass jeder neue Track, den ich mache, wenn ich neue Kicks baue oder neue Sounds erstelle, die trotzdem immer wieder meinen Signature-Sound, also die ganz persönliche Deceptor-Note drin haben. Das ist super wichtig, weil wenn ihr Musik releast, ist es wichtig, dass ihr für euch selber einen eigenen Style kreiert, einen eigenen Sound. Und wenn ihr mehrere Releases rausgebracht habt, gibt es nichts Besseres, als wenn Leute quasi euren neuen Track hören und die wissen, ohne dass sie euren Namen gelesen haben, dass das euer Track ist, allein schon nur am Sounddesign. Also das hier ist aus dem Track Kick Creator meine Kick 7. Ich benenne die immer dann schon nach Zahl und tatsächlich auch nach Tonart. Wir schweifen mal wieder ein bisschen ab und ich zeige euch meine Library an Kicks. Ich habe hier auf meiner Festplatte meine eigenen Kicks, wie gesagt, separiert und alle exportiert nach Tonhöhe. Das sind alle Kicks aus der Tonhöhe A. Und immer auch aus welchem Track die sind. Die waren zum Beispiel aus dem A Night of Madness Remix. Die hier sind jetzt von Bring It Hardcore. Future Molding. Das gleiche dann auch hier bei B. Da haben wir hier Kicks aus The Many-Faced God zum Beispiel. D, Song of Storms. Ganz, ganz außergewöhnlich, dass ich mal einen Track in der Tonart D komponiert habe. Boah, finde ich nach wie vor mega fett, muss ich sagen. Diese super, super tiefen Subs. Dann hier aus der Dragon Ball Collab von Gregor Ledal und mir. Aus meiner Collab von Typhon Exposing Corruption. Getting High und Going Down sind aus der Collab mit Nick Novelty /Retribute. Die sind tatsächlich nicht gemastert, darum sind die leiser. Hier sind meine Kick Creator Kicks. Vom Toxicator Anthem. Und. Haben wir hier noch auf Fizz ein paar coole. Seelenfresser. Von meinem Kumpel Typhon habe ich aus einer Collab wahrscheinlich auch hier Kicks exportiert. Auch ultra fett. Wokeness mit einem Happy zusammen. Und G haben wir noch Dequinox 200 Kicks. Illusionary World mit New Styler zusammen. Symphony of Lockdown. Warrior Lied 2025. Worldwide Disaster. Und noch GIS, was haben wir hier? Mechanical Remix. Order in Chaos. Und brandaktuell aus meinem Your Choice Remix.
Ja, also aus meiner eigenen Library, aus meinen eigenen Kicks, die ich jemals produziert habe, aus älteren Tracks, nutze ich immer wieder Sounds und einzelne Teile, die ich dann wiederverwerte in neuen Projekten. Wie gesagt, hier ist es jetzt offensichtlich das erste Drittel der Kick Creator Kick F, kombiniert mit einem Tail, den ich aufgenommen habe. Ich kann gerade selbst wieder gar nicht nachvollziehen, woher oder ob das aus einem separaten Kick-Projekt ist. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe teilweise auch Cubase-Projekte, wo ich dann nur Kicks schraube die ganze Zeit. Und dann die Kicks, die ich da gebaut habe, die verwende ich dann in meinen neuen Produktionen. Hier ist es jetzt Kick Creator, Attack und dann ein separater Layer, ein Tail Layer, bestehend direkt schon aus Sub und einem Mid-Drive. Gucken wir mal weiter, ob wir Kicks finden. Aha, wo ich ein bisschen mehr gemacht habe. Gehen wir mal hier in diese Main Kick rein. Was habe ich da benutzt? Was ist das hier? Okay, das ist auf jeden Fall auch ein Mid-Layer. Also erstmal, was interessant ist, ist kein Sample, sondern es ist tatsächlich, kommt dieser Kick-Sound aus dem Spire, aus dem Synthesizer. Und wir sehen hier Kick 05. Ich nehme mal an, genau, es ist aus der The Player Sound Bank, die ich mir gekauft habe für Spire. Kick 05 habe ich dann hier in Spire ein bisschen angepasst und ein bisschen meinen eigenen Sound draus designt, wo ich dann vor allem einen schönen, was bei diesen Synthesizer-Kicks immer sehr nice ist, dass die Subs sauber sind. Also das habe ich irgendwie auch in den letzten Jahren für mich entdeckt. Wenn ich Kicks schraube, macht es immer wieder Sinn, aus diesen Soundbanken von Profis quasi Layer zu nehmen, vor allem für den Sub-Bereich, damit die direkt sauber sind. Das können wir uns jetzt auch mal direkt im Span anschauen. Gehen wir mal hier auf die Masterspur, machen uns den Span an. Der liegt jetzt gerade hier, so. Hier sehen wir halt richtig schön sauber die Peaks, einmal im Sub-Bereich und in den tiefen Mitten von der Kick, die schön separat und clean, ohne viel Gewummere einfach sich hochziehen und entstehen. Und diese Kick, die ich hier in dem Spire gemacht habe, ist dann offensichtlich gelayert mit einer Attack hier. Und noch einem, wie ich es genannt habe, Triplet Layer. Den hören wir mal gerade separat. Ja, das ist nichts anderes als quasi auch nochmal ein Tail-Sound, wo alle Bässe, also alle Subs abgeschnitten sind. Und der quasi in der Kick nochmal dafür sorgt, dass, weil dieser Kick-Sound, der ist im Ursprung auch ziemlich straight. Und damit ich halt auch wieder diesen Triplet-Drive drin habe, dieses habe ich dann hier diesen ich sehe gerade, das ist auch eine Kick von mir, aus einer Collab mit Refuzz zusammen. Your Last Time Breathing habe ich dann auch quasi wieder das als Sample benutzt, um dann jetzt hier dieser neuen Kick diesen Triplet Drive zu geben. Ja, hier hört man es nochmal sehr gut, was dieser Triplet-Layer macht. Also die Kick ursprünglich ist halt sehr straight, also sehr geradlinig. Und dieser Triplet-Layer, der sorgt dafür, dass wir innerhalb von dieser Kick nochmal so diesen Drive haben. Ja, diesen Triolen-Kopfnicker-Drive.
Ne, so wie die Kick jetzt ist, so könnte man sie tatsächlich auch benutzen in einem Track, wo die Noten nicht mit Triolen sind, sondern geviertelt. Und dieser Triplet Layer sorgt dafür, dass wir diesen Drive da drin haben. Wie sind diese ganzen Dinge effektiert, bevor sie in meine Gruppe gehen? Also gehen wir einmal hier. Wir sind jetzt nochmal, wie gesagt, im Spire. In diesem Sound hier. Und hier haben wir einmal drauf den Isotrope Trash. Den brauchen wir, damit wir überhaupt aus diesem Original-Sound, aus dem Spire, diesen verzerrten Kick-Sound rausbekommen. Da habe ich halt mir eine Vorlage für gemacht, weil bei der Zaplayer Soundbank war eine Anleitung dabei, wie man durch Effektkette, also der Isotope Trash 2 ist Grundvoraussetzung, dass man überhaupt aus dem Spire einen Kick-Sound bekommt. Ich kann euch ja mal zeigen, wenn die Effekte aus sind, wie es sich anhört. Ja, das ist das Signal ohne Effektierung aus dem Spire. Also wirklich nur das Signal von dieser The-Player-Kick aus dem Spire draus. Und die Effektierung danach, ich glaube, es ist sogar nur der Isotope Trash, macht dann den fertigen Kick-Sound. Ja, und alles andere danach habe ich dann nochmal separat effektiert. Was haben wir hier noch? Ein EQ drauf. Der hier so ein bisschen was die Mitten rausnimmt und im Mono-Bereich die Bässe boostet, weil die sonst offensichtlich in dem Signal ein bisschen zu schwach wären. Ich habe einen Stereo-Enhancer hier drauf. Okay, der macht das Signal tatsächlich anstatt von 100% Ursprungs-Stereobreite 75% kleiner, beziehungsweise 25% kleiner, dass die Stereobreite nur noch auf 75% ist vom Ursprungssignal. Scheinbar waren mir die Mitten aus der Kick ein bisschen zu breit im Stereo-Bereich, dass sie sich vielleicht schon mit meinen Leads oder anderen Sounds vermischt haben. Und ein Volume Shaper, der die Attack abschneidet, weil wir wollen hier also ich wollte eine separate Attack haben. Ich guck mal, ob ich den gerade mal ausschalten kann. Ja, da ist eine Automation drauf, dass der automatisch immer wieder eingeschaltet wird. Die mache ich mal gerade aus. Ja, so klingt eigentlich die Spire Kick komplett. Mit der eigenen Attack, und ich habe die Attack hier in dem Volume Shaper abgeschnitten und dann separat meine eigene Attack drunter gelegt. Das ist die Effektierung auf diesem Sound. Micro ist ein Filter, der wird separat eingesetzt für Effektspielereien. Ich guck mal, ob ich da gerade finde, wo und wie ich den eingesetzt habe. Ah ja, hier. Ah ne, hier ist es, das ist der Sidechain Micro Frequency. Ja, nice. Einfach nur hier an so einer mini kleinen Stelle. Ah, okay, das sind ja, glaube ich, die Kicks. Ja. Also hier ist einfach nur auf der Kick, ich glaube, das ist ein Drop. Habe ich hier einmal den Sound gepitchbandet, dass der quasi runtergeht und dann mit dem Micro-Filter die Frequenzen rausgefiltert. Mehr macht das Ding auch schon nicht. Wir können mal gerade gucken, wo das hier im Gesamtkontext ist. Ja, vor dem letzten Drop noch eine kleine Filterspielerei. Nichtsdestotrotz, wir gehen zurück. Ich sehe jetzt schon, wir haben jetzt schon eine Stunde durch und ich habe gefühlt gerade noch nicht mal das Thema Kicks fertig erklärt.
Ich teasere jetzt schon mal an, wenn mir das hier nach 1,5 Stunden zu lange wird, dann muss es tatsächlich noch ein zweites Tutorial geben. Ich versuche aber zügig weiter durchzuziehen. Wir haben hier auf jeden Fall Body und Sub von meiner Kick. Wie gesagt, aus dem Spire. Ursprung ist von dem The Player Soundbank. Dazu gemischt meine eigene Attack von, was ist das hier, aus Warrior Elite. Auch wieder mit dem Triplet Echo drauf. Und dazu dann noch hier der Triplet Layer. Warte, wir gucken noch schnell in die Attack. Ist die irgendwie krass effektiert? Ein bisschen besser rausgenommen im Mono-Bereich und hier auch wieder die Resonanzfrequenz stark geboostet um 7 dB, damit die Attack von der Kick schön im Sound und nachher auch aus den Leads heraussticht. Ja, hier hört ihr schon direkt den Unterschied, ne? Wenn ich den EQ auf Bypass stelle, ist die Attack ziemlich dumpf. Und wenn ich den EQ auf einschalte, dann hört man direkt die Resonanzfrequenz hier. Nur dieser eine Boost von diesem kleinen Ministück im Frequenzbereich direkt eine ganz andere Klangfärbung gibt. Mehr passiert hier auch schon nicht. Und dann gucken wir mal, wie ich jetzt hier diesen Triplet Layer effektiert habe. Auch nur mit einem EQ und auch nur tatsächlich die Bässe raus. Ja, warum nicht? Was bei modernen Kicks schon fast Standard ist, das war früher nicht der Fall, ist, dass Kicks auch Stereobreite haben. Also ursprünglich haben Bassdrums oder Kicks eigentlich auch nur ein Monosignal, weil grundsätzlich tiefe Frequenzen kann man in der Stereobreite nicht verbreitern tatsächlich. Erst Frequenzen ab ungefähr, ich weiß es jetzt nicht genau, 150 Hertz lassen sich in der Stereobreite im Stereofeld überhaupt auf den äußeren Positionen platzieren. Mit Bässen geht das nicht. Bässe sind immer Mono und darum sind ursprünglich auch Kicks eigentlich in allen Hardcore- oder Techno-Tracks immer Mono gewesen. Aber da sich in den letzten 10 Jahren immer weiter dieser Trend etabliert hat, dass Kicks immer lauter, immer härter, immer verzerrter, immer krasser und immer mehr in den Fokus gerückt werden, fing es irgendwann mal an, dass man auch Kicks einen Layer dazu geschoben hat, der quasi den den Tail-Bereich, den Drive-Bereich auch auf die Stereobreite legt. Das ist jetzt hier tatsächlich bei allen Kicks aus der The Player Spire Soundbank schon der Fall. Also dieser Sound hier, der hat A, die mono, tiefen, klaren Subs, aber gleichzeitig hat der auch einen sehr breiten, mittigen Sound. Ich lege jetzt mal einfach aus Spaß einen Stereo Enhancer drauf, um zu zeigen, dass halt wirklich diese Kicks nicht mehr mono sind. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Wir testen es aus. So ist die Kick normal. Wir sehen hier auch schon, dass hier ein Stereosignal stattfindet und so klingt es eigentlich, ja, wie gesagt, wie früher Kicks klangen, nur Mono. Ja, absolut deutlich zu hören. Also moderne Hardcore-Kicks haben eigentlich fast alle auch ein Stereosignal. Die passieren nicht nur in der Mitte Mono. In der Mitte Mono passieren definitiv Attacks, Resonanzfrequenzen. Das heißt, dieses Tick, Tick, Tick,
die allerersten Millisekunden in einer Kick, die passieren mono, damit man dadurch so dieses schöne diesen auf die Fresse Sound kriegt. Aber im Tail-Bereich, alles was danach kommt, quasi wenn sich der Sub ausdehnt, dieses quasi über dem Bass, liegt meistens dann nicht nur ein verzerrter Mittenbereich im Mono, sondern halt auch ein verzerrter Mittenbereich, der auf die Stereobreite geht, damit die Kick einfach im Gesamten noch fetter und noch aggressiver klingt. Und ich bin sogar sicher, dass ich hier auf dem Triplet-Layer von der Reefers Kick, die ist wahrscheinlich auch schon ziemlich stereo. Checken wir das hier mal ab. Ja, hier seht ihr auch schon das Stereo-Signal und Mono wird es so klingen. Ja, also ich höre es jetzt hier auf meinen Lautsprechern super deutlich, dass auch dieser Layer mehr eigentlich sogar die Stereobreite noch betrifft, als überhaupt das Monosignal. Ja, und so klingt dann diese Kick hier in Summe. Geht das alles dann hier in meine Main Kick 1. Wie gesagt, hier wird es dann nochmal komprimiert durch den Teletronics Kompressor. Dann geht es nochmal in den Equalizer rein, der teilweise hier nochmal Mono-Attacks, Resonanzfrequenzen betont und hier sogar nochmal die Höhen betont. Wahrscheinlich waren mir die Kicks vorher ein bisschen zu dumpf. Und ganz am Ende wird das Ganze von einem Limiter komprimiert und ineinander gestaut und das ist dann eine fertige Main-Kick. So. Das ist die allererste Main-Kick, die ihr hört im Track Bring It Hardcore. Die ist dann hier natürlich ein bisschen verrückt arrangiert. Ne, hier sind so ein paar Tricks drin. Das Einfachste, was man machen kann, was ich halt oft mache, ist einfach mal die Kick pitchen auf eine Oktave höher. Und hier sind auch noch ein paar Pitch-Kicks drin. Das Schöne ist, wenn man hier diesen Spire nutzt, kann man mit... Habe ich mein MIDI-Keyboard nicht angeschlossen? Doch. Kann man halt allein schon nur durch Tonhöhenveränderungen auf den Tasten. Klingt jetzt alles noch ein bisschen strange, weil immer noch der Volume Shaper da drauf ist. Auf jeden Fall kann man hier schöne Spielereien und schöne Effekte mit erzeugen. Ne, hier, indem man einfach nur die Tonhöhen verändert. Gehen wir mal weiter in den Kicks. Was haben wir hier noch? Hier ist die nächste Kick. Hier ist wieder gelayert. Einmal. Wahrscheinlich auch wieder eine Spire Kick. Genau, wieder aus dem The Player Spire Kick Sample Pack, auf der The Player Soundbank Kick 3. Habe ich hier als Vorlage genutzt und verwurstelt. Wahrscheinlich wieder effektmäßig genau die gleiche Spielerei wieder vor. Als allererstes der Isotope Trash, der dafür sorgt, dass aus dem Standard Spire-Signal, was so ist, dann nachher die Hardcore-Kick wird. Da natürlich wieder ein bisschen was EQ'd. Hier auch ganz viele Höhen und hohe Mitten rausgenommen. Das war mir wahrscheinlich ein bisschen zu pratschig und zu breich. Hier auch der Stereo Enhancer. Wie bei der anderen Kick auch. Muss man nicht machen. Habe ich jetzt hier in dem Projekt so gemacht. Und das Ganze ist auch gelayert. Tatsächlich habe ich hier keinen Volume Shaper drauf. Das heißt, die Kick, die bleibt. Also die Attack, die ist hier standardmäßig weiterhin drin.
aus dem Original Spire und ich habe das Ganze dann nur noch gelayert mit einer separaten Attack. Attack 4. Ist wahrscheinlich auch einer aus dem Saplayer Sample Pack. Ah ja, ist quasi auch meine Intro-Attack, die hier verwendet wurde. Und dann auch nochmal hier ein Triplet-Layer drauf. Ich nehme an, das ist der gleiche wie davor auch. Ja, genau. Ja, hier hört man wieder so krass diesen Unterschied, was dieser bescheuerte Triplet-Layer macht. Die Kick so ist ursprünglich super straight. Und mit diesem Triplet-Layer gibt es direkt diesen Drive. Ja, und im Prinzip, das ist schon grundlegend so erklärt, wie ich meine Kicks mache. Also, wenn ich Kicks baue, dann nehme ich mir ursprünglich Serum oder Spire, nehme mir quasi irgendeine Kick aus einem Synthesizer als Basis, schraube da und drehe da überall ein bisschen dran rum und vermische das Ganze dann mit Kick-Samples von mir, teilweise Attacks, teilweise Mitten, teilweise irgendwas anderes als Drive. Und so ist das im Prinzip die ganze Geschichte aus diesem Track hier, wie die Kicks gebaut sind. Was heutzutage halt auch Standard ist, dass man nicht mehr eine einzige Kick verwendet für einen ganzen Track, sondern im Prinzip 7, 8 verschiedene Kicks. Hier an dem Track sind es jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele verschiedene Kicks ich hier gebaut habe. Hier ist ja auch noch dieser eine Part drin mit diesem Psy-Trance, Psy-Kicks. Das ist dann nochmal was ganz Separates, wo ich mich mal wieder dran versucht habe. Tatsächlich ähnlich wie beim Taste of Tears Track, wo ich das allererste Mal meine eigene Psy-Trance, Psy-Kick, Goa-Kick gebaut habe. Habe ich das dann jetzt hier im Bring It Hardcore Track nochmal versucht und wollte das Ganze ein bisschen verbessern. Lassen wir es mal gut sein mit dem Thema Kicks. Es kann sein, wenn euch das nicht gereicht hat, vielleicht mache ich mal ein separates Kick-Tutorial und wir machen mal wirklich neue Kicks von null an, dass ich euch zeige, wie das geht. Aber im Prinzip ist es schon so, wie ich es hier in dem Projekt erklärt habe. Und wir gehen mal weiter in den Sounds. Gelb ist alles in diesem Projekt, was Drums ist. Drums und Percussion. Da ist es ganz, ganz wichtig, vorab zu sagen, wenn ich Demos bekomme, zum Beispiel für Dequinox, und die Samples, die benutzt wurden für Drums, wenn die schlecht klingen, dann bin ich schon sofort abgeturnt, weiterzuhören, beziehungsweise dann hat die ganze Produktion für mich schon direkt eine qualitativ abwertende Note. Im Prinzip sind Drums nicht das Allerwichtigste, aber dann doch ein Element, was ein paar wichtige Prozentpunkte gibt, quasi Crashes, die Sachen betonen, Hi-Hats und Rides, die Drive geben, eine Snare, die einen schönen Build-up macht, eine Clap, die cool ist, die nochmal was on top gibt. Wenn in irgendeinem Track schon die Drums irgendwie billig klingen oder es Kack-Samples sind, dann könnt ihr dann damit unterbewusst euren Track schon mal ziemlich verhunzen. Und jetzt zeige ich euch, woher ich meine Sounds nehme, weil ich baue die Drums natürlich auch nicht selber, das sind Samples und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr professionelle Samples haben wollt für Drums, besorgt euch Kashmir, KSHMR. Ich habe jetzt hier einmal dieses Kashmir-Pack mit Tausenden, Hunderten von Drum-Samples, wo ich jetzt hier Snares, Kicks, Claps etc. draus verwende. Ein Sample-Pack von Kashmir reicht schon, das könnt ihr immer wieder gebrauchen, verbauen. Ich habe jetzt einmal Kashmir Volume 2 und einmal Kashmir Volume 4, wo ich meine Sounds draus verwende, Snares, Claps, Rides, Crashes, aber auch Effekt-Sounds, Sweeps, Drums,
alles, was ich gerade irgendwie nicht parat habe in einem Synthesizer und vor allem halt auch nicht selber baue oder selber recorde, da habt ihr definitiv direkt Sample Packs an der Hand mit professionell gut klingenden Drums. Ja, was machen Drums? Wie gesagt, Crashes nutze ich sehr gerne zum Betonen. Halt auch hier sehr schön in dem Build-Up hier benutzt. Was haben wir hier dann noch? Eine Hi-Hat. Die ist sogar sehr Standard. Genau, wenn ihr schöne 909 Sounds haben wollt, also wirklich so wie aus dem alten Drumcomputer, habe ich auch eine Soundbank, die ich empfehlen kann tatsächlich. Samples. Und das ist die Gold Baby Tape 909. Hier sind halt wirklich diese ganz alten Standard Bassdrum und Drum Sounds drin aus den 90ern. Ne, also wenn ihr hier Standard-Sounds haben wollt von früher oder ihr wollt einen Track bauen, der so ein bisschen oldschool-mäßiger klingt. Hier gibt es ganz viele coole, altklingende Sounds drin, die ich auch manchmal verwende tatsächlich. Ich glaube nämlich hier in dem Psytrance-Part ist sogar eine von diesen älter klingenden Hi-Hats drin. Einen Moment. Ja, ich glaube die hier. Nee, ist nicht. Die ist aus dem Sample Pack OPS. Okay, ja. Wie gesagt, ich habe das Projekt lange nicht mehr aufgehabt. Heute das allererste Mal seit 3 Jahren. Und wir erkunden das jetzt hier quasi mehr oder weniger gemeinsam. Also so viel zum Thema Drums. Bearbeite ich Drums irgendwie besonders? Also die aus dem Kashmir Sample Pack tatsächlich nicht mehr wirklich. Was ich immer mache, ist separat mindestens ein EQ drauf und immer nochmal die Bässe abschneiden. Alles, was ihr an tiefen Frequenzen nicht braucht, weg. Packt auf jeden Sound einen Equalizer drauf und schneidet mindestens irgendwo die Bässe raus. Teilweise habe ich auch noch ja, hier jetzt tatsächlich nirgendwo, aber ich habe es gerade hier gesehen. Ein Valhalla drauf als kleinen Percussion Room Sound. Ne, so wäre der Sound super trocken und hier so ein kleiner Room gibt den Drums noch so ein bisschen was, ja, wie der Name schon sagt, ein bisschen was Raum. Ist halt quasi so ein ganz kleines, kurzes Echo, ein kleiner Reverb, der da drauf ist. Lässt das Ganze noch ein bisschen professioneller klingen. Snare. Auch aus dem OPS Sample Pack. Jetzt muss ich da aber noch mal reingucken. Das habe ich auf jeden Fall nicht oft verwendet. Wo habe ich das? OPS. Okay, das ist, glaube ich, auch schon von Harder Styles Produzenten. Ein Sample Pack kann ich offensichtlich auch empfehlen. Mit Sounds für Hardcore und Uptempo. Könnt ihr auch sofort in euer Projekt schmeißen und ist sofort drin. So viel zu den Drums. So, ich würde sagen, wir belassen es an dieser Stelle mal mit diesem Tutorial, weil es ist wirklich tatsächlich schon relativ anstrengend für mich. Ich verspreche euch, ihr müsst keine 7 weiteren Jahre warten, bis das nächste Tutorial kommt. Vielleicht nehme ich morgen oder übermorgen schon das nächste auf. Und dann gehen wir rein in die nächsten Themen: Vocalbearbeitung, Screeches und wenn wir es dann auch noch schaffen, Leads und generell Lead Sounddesign.
Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch bis hierhin gefallen und ihr konntet was lernen. Wie gesagt, in den nächsten Tagen geht es weiter. Ich will mich auf jeden Fall dran halten, jetzt die Serie nicht mehr reißen zu lassen. Gott sei Dank steht das Studio-Setup ja jetzt auch einwandfrei. Und es sollte kein Problem sein. Das Video ist jetzt hier fast 1,5 Stunden lang. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.